Kaum überquerte ich die Grenze zur Schweiz bei Basel, kam die Sonne raus. Und dies hielt sich auch bis kurz vor Genf. Am Horizont waren große graue Wolken zu sehen und kaum war ich in Frankreich, brach es einfach auf. Ein kleiner Spaziergang durch Annecy. Aufgrund der vielen kleinen Wasserläufe, der gepflasterten Gassen, Brücken und Wegen entlang des Flusses Thiou wird Annecy auch das Venedig der Alpen genannt. Ich war zwar noch nicht in Venedig, aber Annecy ist wirklich sehenswert. Natürlich besuchte ich auch das Château d'Annecy. Diese Spornburg wurde zwischen dem 12. und 16. Jahrhundert erbaut und war unter anderem die Residenz des Grafen von Gentz. Nach diversen Bränden und einem Wiederaufbau wurde die Burg bis Mitte des 20. Jahrhunderts als Kaserne genutzt und steht seit 1953 als Museum zur Verfügung. Von hier oben hat man einen tollen Blick auf die Stadt. Eine entspannte Fahrt mit einem kleinen Holzboot über den Lac d'Annecy durfte natürlich auch nicht fehlen. Aufstieg zur Basilique de la Visitation, eine zwischen 1922 und 1930 erbaute Kirche oberhalb von Annecy. Das etwas schlichte Äußere lässt die prunkvolle Innenausstattung nicht erahnen. Sie ist die Kapelle des dortigen Nonnenklosters. Aus Annecy raus ging es als erstes über den Col de Aravis. Dies war der Einstieg in die Route des Grandes Alpes. Weiter ging es über den Col de Cessy, Col de Miralles und Commet de Rosselon.
Bei der Abfahrt von Cormet de Roselon fühlte sich meine Hinterradbremse etwas schwammig an, sodass ich erstmal eine Pause einlegen musste, um zu schauen, was da los ist. Scheinbar haben die Abfahrten der Hinterradbremse ordentlich zugesetzt und es ist einiges an Belag weg. Ich überlegte, wie es weitergehen sollte und entschied mich, der Route weiter zu folgen. Nach einer kurzen Abkühlung setzte ich meinen Weg fort hoch auf den Col de Liseron. Auf diesem höchsten befahrbaren Gebirgspass der Alpen mit 2770 Meter lag noch jede Menge Schnee. Die weitere Abfahrt bis zu meinem Tagesziel Saint-Michel-de-Maurienne setzte ich gemütlich fort und die Hinterradbremse machte auch keine Probleme mehr. Vom Col de Iseran ging es zum Col de la Madeleine und hinter Saint-Michel-de-Maurienne zunächst zum Col du Telegraphe, dem Col du Galabier, Col du Lautaret und hoch zum Col de Izoard.
Danach fuhr ich weiter über Col de Var und Col de la Cayolle. So, die heutige Tour waren knapp 230 Kilometer und insgesamt waren es 6 Pässe, wobei die ersten 2, der Col de Telegraphe und der Col de Galibier, relativ einfach waren. Danach wurde es deutlich anspruchsvoller. Vor allem der Col de Isoard hatte es doch in sich und später dann noch der Col de Coyalle. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Mein Französisch ist ja quasi nicht vorhanden. Ja, und es ist wieder sehr, sehr warm geworden und die Bremse hat erstaunlicherweise ganz ohne Probleme funktioniert, aber ich bin trotzdem ein bisschen vorsichtig gefahren und werde das vermutlich morgen mal anschauen lassen, wenn das alles klappt. Hinter dem Ort Guillaume ging es direkt in eine Schlucht, Gorge de Dalouis. Auf 6 Kilometer Länge und bis zu 800 Meter tief gräbt sich hier der Fluss Var entlang und bietet eine fantastische Landschaft.
Als ich die Côte d'Azur erreiche, fahre ich durch Sainte-Maxime bis nach Saint-Tropez zur Werkstatt. Das ist Motos du Golf in Saint-Tropez. Hauptsächlich verleiht er halt Roller und kleinere Mopeds, aber ist eben auch eine Vertragswerkstatt. Die Sache mit der Bremse hatte ja noch ein gutes Ende. Bevor ich vorgestern in Saint-Michel-de-Maurienne losgefahren bin, habe ich noch eine Werkstatt gesucht. Und zufälligerweise gab es einen Vertragshändler in Saint-Tropez. Den habe ich einfach angeschrieben und ihm gesagt, okay, in 2 Tagen bin ich da, gibt es da eine Möglichkeit? Der hat innerhalb von wenigen Minuten geantwortet und gesagt, ja, welches Baujahr ist es denn? Und dann kommst du nach Donnerstagnachmittag, Freitagvormittag vorbei. Gut, und heute dann hierher. 14 Uhr haben die am Nachmittag wieder aufgemacht, da stand ich vor der Tür. Keine 5 Minuten später stand das Fahrzeug in der Werkstatt. Halbe Stunde später konnte ich damit wegfahren. Das ist doch mal Service, kann ich nur empfehlen. Vom Hotel in Sainte-Maxime sind es nur wenige Schritte bis zum Hafen. Ich nahm das Boot und fuhr nach Saint-Tropez. Nach einem kurzen Spaziergang erreiche ich das Gendarmerie-Gebäude, wo sich heute ein Filmmuseum befindet. Danach wandere ich hinauf zur Zitadelle von Saint-Tropez, welche im 17. Jahrhundert erbaut wurde und als Befestigungsanlage zur Verteidigung der Küste diente.
Mein weiterer Weg entlang der Côte d'Azur führte mich durch Monaco, Menton und hoch auf den Col de la Lombard. Der Col de la Lombard ist der letzte Pass in Frankreich und mit der Überfahrt bin ich nun in Italien. Von hier aus geht es jetzt wieder nach Norden. Okay.